Wir sind etwas knapp in der Zeit, aber wir haben noch eine Viertelstunde. Ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, dass Ruprecht Polenz ganz pünktlich um 16:45 Uhr den Raum hier verlassen muss, um seinen Zug noch zu bekommen. Aber ich glaube, eine Viertelstunde werden uns ausreichen nochmal für eine Abschlussdiskussion zum Thema Staat und Globalisierung in Europa, vom Regieren jenseits der Staatlichkeit zur Rückkehr des Staats. Und mit diesem Abschlusspanel kommen wir schon nochmal zur Ausgangsfrage zurück, zu dem Verhältnis von Globalisierung und politischer Ordnung. Und dabei geht es jetzt nicht nur um die Frage, wie Systeme auf die Globalisierung reagieren, sondern es geht politische Systeme, sondern es geht auch darum, wie Politik auf Globalisierung reagieren sollte. Das heißt, in diesem Panel sprechen wir durchaus auch über Handlungsempfehlungen. Wir schlagen die Brücke jetzt von der Wissenschaft in die Politik. Und ich denke, meine beiden Gesprächspartner sind dafür prädestiniert. Ich stelle sie Ihnen kurz vor. Ich begrüße zu meiner Rechten György Schöpflin, Politikwissenschaftler. Er arbeitete unter anderem für Chatham House und BBC in London, war mehrere Jahre lang Jean Monnet-Professor für Politik an der School of Slavonic and East European Studies in London. Und seit 2004 ist er Abgeordneter im Europäischen Parlament für die ungarische Partei Fidesz, wie wir heute mal schon gehört haben, den ungarischen Bürgerbund, wenn ich das übersetze. Und erlauben Sie mir an dieser Stelle kurz zu sagen, Herr Schöpflin, ich habe mich sehr gefreut, dass Sie auch gerade bei dem vergangenen Panel hier dabei waren. Sie haben den direkten Kontakt zu Viktor Orban und wir würden uns natürlich alle freuen, wenn Sie die Besorgnisse über den Zustand der Central European University auch an Herrn Orban weitergeben würden. Zu meiner Linken begrüße ich Ruprecht Polenz. Er ist Jurist, war von 1994 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags. Von 2005 bis 2013 war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Er ist heute unter anderem Mitglied im Beirat des Center for Global Politics der Freien Universität Berlin und, wie Sie alle wissen, Präsident der Deutschen Gesellschaft zur Osteuropakunde. Es geht um politische Ordnung in Europa und ich möchte am Anfang gleich betonen, dass wir uns hier in unserer Podiumsdiskussion tatsächlich auch auf die Europäische Union fokussieren werden. Das heißt, es geht um die EU auch als ein Beispiel für politische Ordnung. Die Perspektive auf Europa als Ganzes und natürlich auch auf das weiter östliche Europa kann dann natürlich in der Diskussion mit Ihnen noch ausgeweitet werden. Und ich möchte beginnen mit dem Verhältnis von globaler Verflechtung und Entwicklung der Europäischen Union. Wir wissen, die Europäische Union wurde in den 50er Jahren gegründet als eine Wirtschaftsgemeinschaft und nicht nur die Zahl der Mitglieder, sondern auch die Funktion der Europäischen Union sind über die 6 bis 7 Jahrzehnte gewachsen und aus der Wirtschaftsgemeinschaft ist inzwischen eine politische Union geworden. Und Ruprecht Polenz, von Ihnen wüsste ich gerne als erstes, inwiefern sich die globalen Verflechtungsprozesse auf die Strukturen und das Selbstverständnis der EU ausgewirkt haben. Die europäische Idee war neben der wirtschaftlichen Integration die einer Friedensordnung für den Kontinent. Und es ist zunehmend als dritte Idee neben Wohlstand und Frieden die Idee gekommen, die Europäische Union ist die Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung. Um das zu verstehen, muss man jetzt schon noch mal einen Schritt zurücktreten und auf die Welt schauen. Karl Kaiser hat im Ausblick auf das 21. Jahrhundert die Aufgaben mal so beschrieben oder das Szenario, es geht um Integration versus Fragmentierung auf dieser Welt. Und wenn wir diese Welt anschauen, dann haben wir neue Machtzentren, multipolare Welt, nennen Sie es wie Sie es wollen, mit den USA, mit den Chinesen, mit den Indern, mit Russen, mit anderen. Und wenn wir uns jetzt erstmal als Deutsche fragen, wo bleiben wir da? Da ist die Antwort, dann kommen wir noch lange nicht. Und die Europäische Union würde aber schon kommen,
denn sie vertritt 500 Millionen Menschen und etwa ein knappes Viertel der Weltwirtschaftsleistung, etwa so viel wie die USA. Und deshalb ist im Grunde die Aufgabe, vor der die Europäische Union steht und die sie etwa in der Finanzkrise auch ganz gut, wie man in der Formel-1-Sprache sagen könnte, auf die Straße gebracht hat, die gemeinsamen Interessen ihrer Mitgliedsländer auch weltweit zu vertreten und durchzusetzen. Also weder Deutschland, Großbritannien muss ich jetzt nachher sowieso anderen Erfahrungen stellen, noch Frankreich, Italien, von den kleineren EU-Ländern gar nicht zu reden, werden in der Lage, bestimmte lebenswichtige Interessen, die wir haben, die wir auch gemeinsam haben, alleine zu vertreten. Und weil wir diese Interessen gemeinsam haben, übernimmt die Europäische Union die Aufgaben, die ein Nationalstaat nicht mehr stemmen kann. Und diese Interessenpolitik, letzter Satz, kann die Europäische Union nur deshalb wahrnehmen, weil wir auch gemeinsame Werte haben. Außenpolitik hat immer mit Werten und Interessen zu tun, aber eine Interessenvertretung ohne gemeinsame Werte wird auf die Dauer nicht funktionieren. Und deshalb ist es so wichtig und eben heute auch herausgefordert, dass die Europäische Union zu den Werten steht, die sie in den Verträgen aufgeschrieben hat und die in vielen Ländern der Europäischen Union auch gelebt werden, in manchen jetzt allerdings in Frage gestellt werden. Danke. Schöpflin, Sie waren leider gestern Abend noch nicht da. In dieser Eingangsdiskussion ist schon noch mal ganz deutlich betont worden, dass Globalisierung sehr angstbesetzt ist. Globalisierung wird als ein beängstigendes Phänomen von vielen wahrgenommen. Und selbst in unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen, konträren Positionen zur Europäischen Union spiegelt sich diese Angst vor der Globalisierung wider. Die Befürworter der Europäischen Union sehen diese auch als einen Schutz vor den Auswirkungen der Globalisierung, einen Schutz vor den globalen Weltmächten. Die Kritiker der Union in ihrer augenblicklichen Verfasstheit sehen die EU als einen Motor für diese als so beängstigend empfundene Globalisierung, durchaus auch als eine zersetzende Kraft. Und dann kommt es ein bisschen auf die Perspektive an, ob man sagt, die EU zersetzt eigentlich den Nationalstaat oder die EU zersetzt den Sozialstaat. Würden Sie sich einer dieser Positionen zuordnen? Well, thank you very much. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here. Before I come to your question, which will require a complex answer, of course, let me decode myself. I mean, here I am in Germany. I have a German name, but I'm not German. My family was, but they left Germany 250 years ago. They went to Hungary. Why did they go to Hungary? Well, it was part of the Austrian Empire, the Baden. They went east instead of going west. So I'm Hungarian. I know I sound English, but then my parents were refugees from communism, so I grew up in the United Kingdom, and those of you who listen very carefully might just hear a faint Scottish accent, because I grew up in Scotland. And also, just to complicate possibly your lives, but certainly mine, I am both a political practitioner and a political theorist. The two are not the same. At least that's been my experience over the last 13.5 years. So, starting from that, let me try and answer your point from a slightly different perspective, which is to say to you, you talked about globalization. I think actually there are many globalizations, which is part of the problem. We see it as a single process, whereas I think in reality there's the globalization of money. Money has now become independent of any state. It can make or break economies. That's a form of globalization which we really didn't have, let's say 30 years ago, even when I was young. Secondly, there's the globalization of information. Now, this is technology. To me, because I'm no longer that young, I mean, I can still do it. Do you still remember the typewriter? You know, hit the keys. Dead technology. It's all moved on. The speed of communication, the multiplicity of sources of information. You no longer, by the way,
have any means of determining its reliability, but crucially, the monopoly of information which was possessed by the state is now no longer the case. And when we talk about fake news and things of this kind, that's partly, I suppose, a result of that. There's also a globalization of demographic movements from outside Europe into Europe, and to some extent still, I think, from Europe to non-Europe. Bear in mind that in the 18th century and onwards, there was an enormous movement of Europeans to the rest of the world. Like this is being reversed. That's part of the globalization story. To which I would add, I think that there are also, if you like, globalizations projected by various political actors, of which I'll talk of it as the West, although I think there's always been a divergence between Europe and the United States. But let's say the Washington Consensus is one concept of globalization. There's also a Chinese concept of globalization. There's a Russian concept of, in a way, anti-globalization. There's also a Muslim concept of globalization. I mean, I don't know if any of you have read Maududi or Said Qutb, to some extent Khomeini. There is a Muslim concept of transforming the world. I see it as a concept of globalization. So I would say, think about multiple globalizations, and the European Union is just one actor among many, although it continues to think that it is the actor. This is an error. I would suggest to you in the first instance that the European Union is a pre-globalization institution and hasn't really come to terms, that's certainly my experience in Brussels, with what globalization means. One of my committees, in fact it's really the most important committee that I work on, is the Constitution Committee of the European Parliament, and I produced a paper on globalization very recently. It's not been published yet, maybe it never will be, in which I made these arguments, and my wonderful colleagues couldn't make head or tail of it. For them, globalization is basically what the West does, rather than this multi-layered set of processes. What I would argue is what the European Union has been very, very good at from the outset is conflict resolution and dealing with asymmetric power. Now, Europe is a space of asymmetric power. If you look at all the various collectivities, high cultures, they will always generate friction. The problem is not conflict. There will always be conflict. The problem is, how do you resolve the conflict? And here I think the European Union has done a very good job. And you will recall that the European Union was called into being in order that there should not be another war between France and Germany. Superbly successful. And to this day, I think that conflict resolution, dealing with asymmetric power, works not badly. Let me give you an illustration from my part of the world. I think this was in 2008, but I'm open to correction. On the website of the Slovak National Party, the Slovenská národná strana, there appeared a map of Central Europe from which Hungary had disappeared. It had been carved up, you know, some of it went to Slovakia, some of it went to Romania, even the Austrians got some, I'm sure the Serbs and Croats got a lot of territory. Now, you would imagine that everybody in Budapest would have gone hysterical. Nobody paid a blind bit of attention. Because, you know, we knew in the European Union, the Slovaks were also in the European Union, this is just a bit of exaggerated nonsense. Jan Slota, whose name may or may not mean anything to you, he was the architect of this. I'm told, I've never met him, that he deeply loathes Hungary, can't bear Hungary and Hungarians. I think his mother-in-law was Hungarian. I'm told that that's the explanation, but be that as it may. Now, the last point I want to make in this context, and this is the part that worries me. I'm a moderate integrationist, I'm not a federalist. I do think that European integration is a desirable set of processes as far as it goes. Subsidiarity should be much more real than it is. But the problem that I see, you will all, I think, be familiar with
Marcin Nicholas Stalin's work, Black Swan and Anti-Fragility. There's not enough leeway built into the European Union. There's too much tightening. So when there are unexpected shocks, and that's Taleb's Black Swan, the European Union really doesn't know what to do. That's the 2008 crisis. That's the crisis of the euro, which is still with us. There's still no solution. And I think, but I hope I'm proved wrong, that the Italian election result is another such crisis which may very, very seriously affect the future of the euro. Thank you for the moment. Vielen Dank. Ich komme gleich noch mit einer zweiten Frage zu Ihnen, und zwar möchte ich etwas aufgreifen, was heute Morgen im ersten Panel diskutiert wurde. Wir wissen, dass die Regierungen in Polen und in Ungarn zunehmend EU-kritisch sind und auch Teile der Bevölkerung. Was ich sehr interessant fand heute Morgen, wir stellen uns immer vor, diejenigen, die am meisten auch Sorgen innerhalb der EU haben, sind diejenigen, die ja, denen es schon am schlechtesten geht, sozusagen. Heute Morgen hieß es, dass im Grunde genommen diejenigen heute in der Bevölkerung, die EU-kritisch sind, auch diejenigen sind, die etwas zu verlieren haben. Stimmen Sie dieser These zu, und wenn, was haben die genau zu verlieren in der EU? Me? Ja. Okay. I'm not going to speak about Poland. I don't read Polish, I don't have the authority. What I can tell you about Hungary is this. Hungary is committed to European Union, European integration, but not to a federal Europe. That is a central distinction. Basically, slightly sloganistic terms, strong Europe, strong member states. I don't think these are in contradiction. Some people do. My federalist friends and colleagues in Brussels hate this idea. That you can have strong member states if your conflict resolution and other commitments are adequate, which I think they probably still are. The second point I want to make is, please don't believe what you read in the newspapers. You know, the Western media have invented an imaginary Hungary. Those of you who know the work of Benedict Anderson, Imagined Communities, it's an imagined Hungary. The reality is really quite different. Let me give you a couple of bits of evidence. I don't suppose any of you ever look at the European Union Commission's Justice Scoreboard. This assesses the workings of the legal administration in all the 28 member states, soon to be 27 of course. Hungary does not badly. We're in the top third. If you're really worried about the rule of law, please look at Italy. Constitutional Court. Now, what you will read in the media, Constitutional Court has been eviscerated, other such physical, medical tests or things to which it has been subjected. Now, I actually, technically, of course, as a member of the European Parliament, I shouldn't do the separation of spheres, but I do meet with the members of the Hungarian Constitutional Court about once a year. And what I hear from them, and they also, by the way, give me data, unfortunately it's in this impossible language called Hungarian, it's very clear that over the last 6 years, I think, basically since the present government has been in power, they keep sending laws back to Parliament. They quash legislation. This is not an eviscerated constitutional court. And if you want a little bit of technicality, the mother principle of the Hungarian legal system is human dignity. And on the basis of human dignity, the Hungarian Constitutional Court can quash any law that it wants to, and sometimes it does. So these stories of the end of the rule of law in Hungary and all that are merely stories to amuse Western journalists, because they want the target country where they say everything is fine here but things are terrible there. And one last thing, on the money side, as you will probably know, it's been widely argued that there should be conditionality on the structural and cohesion funds. This at the moment is of course not legal, but the new MFF may make it legal.
This would be a blow, but whether it's correct or not, that's certainly the attitude, the view that I heard. There was a Visegrad 4 summit on the 28th of January. I attended the panel discussion. There's great confidence that it's the economies of these 4 countries which are driving Europe forward, and that the trade, the turnover between the Visegrad 4 and Germany is larger than the trade between Germany and France. Now, on this basis, these 4 countries are still net recipients. They won't be for very much longer, which means that the possibility of using this conditionality is dying fast. Brussels doesn't like it, but on the other hand, Brussels can't do everything. Vielen Dank. In der Tat, EU ist all about den Binnenmarkt. Die Befürworter der EU vertrauen darauf, dass eben über den freien Austausch von Menschen, von Waren, von Dienstleistungen, dass davon letztendlich alle profitieren. Das ist eines der Versprechen der Europäischen Union, der Wohlstand. Trotzdem ist es ja in der Tat so, und das sehen wir in den letzten Krisen, es gibt dieses sehr große Wirtschaftsgefälle innerhalb der Europäischen Union, und es gibt eben nicht nur das Problem der Staatsverschuldung. Arbeitslosigkeit ist ein sehr großes Problem in einigen Ländern, in Spanien, in Italien, in Griechenland. Und Ruprecht, Polenz, ich wüsste gerne von Ihnen, kann die EU ihr Wohlstandsversprechen einlösen, oder ist sie eben doch ein Katalysator für, das ist ja ein Vorwurf, für eine zunehmend ungleiche Verteilung von Gütern? Also ich will es mal andersrum machen, als man das bei Diskussionen üblicherweise macht. Ich sage, ich komme gleich zu der Frage und dann sage ich noch was anderes. Ich mache jetzt mal umgekehrt. Ja, es ist richtig, wir haben soziale Verwerfung in der Europäischen Union. Wir haben zum Beispiel in Südländern eine irrsinnig hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das wegen der Europäischen Union oder trotz der Europäischen Union? Und die Frage kann man eigentlich nur beantworten, wenn man sich Länder außerhalb der Europäischen Union anschaut, die mit vergleichbarer Wirtschaftsstruktur vor ähnlichen Problemen stehen. Und da glaube ich, wenn Sie nach Osten gehen, sich Armenien anschauen oder Georgien oder meinetwegen auch die Ukraine, dann werden Sie nicht zu dem Ergebnis kommen, dass es diesen Ländern besser geht, weil sie nicht in der EU sind. Und ich sehe das auch ziemlich pragmatisch. Es ist jetzt nicht so, dass man die Länder des westlichen Balkans in die EU prügeln müsste, sondern sie haben das Gefühl, warum sind wir noch nicht drin, wir wollen da rein, weil wir uns davon was versprechen. Und das ist mindestens der Umgang mit erwachsenen Menschen, dass man sagt, wenn sie das selber für sich für besser halten, dann soll das wohl auch so sein. Und nicht, dann wissen wir es besser, das würde euch schaden und deshalb nehmen wir euch nicht auf. Also bei der Jugendarbeitslosigkeit ist es offensichtlich so, dass 2 Länder innerhalb der Europäischen Union das besser hinkriegen, Deutschland und Österreich. Da ist immer die Quote der Jugendarbeitslosigkeit unter der allgemeinen Arbeitslosigkeit. In allen anderen Ländern ist es umgekehrt. Und das liegt eben in diesen beiden Ländern an der dualen Ausbildung, die das Scharnier zwischen Schule, Ausbildung und Beruf dichter schließt als eben in den Ländern, wo die Schüler entlassen werden, und dann müssen sie irgendwie gucken, wie es weitergeht, und dann fallen sie eben bei wirtschaftlich schlechter Lage in die Arbeitslosigkeit. Das ist also ein strukturelles Problem, hat mit der Europäischen Union ziemlich wenig zu tun, bietet jetzt aber in der EU die Möglichkeit, über entsprechende Programme, wenn die Regierungen das wollen, über solche Veränderungen des nationalen Bildungssystems nachzudenken. Also meine These ist, ja, wir haben diese Probleme, wir können sie aber innerhalb der Europäischen Union leichter angehen und tun das auch. Die ganzen Diskussionen über Nettozahler, Nettoempfänger haben ja letztlich auch einen Grund darin, dass es bestimmte Umverteilungsmechanismen gibt. Die würden ohne Europäische Union eben auch nicht da sein. Also in Deutschland läuft die Diskussion ja gerade andersrum. Warum zahlen wir so viel und kriegen so wenig raus? Und da ist mein Hinweis auch immer,
man muss das Gesamtbild sehen. Es geht nicht nur um das Geld, was man von Brüssel kriegt oder was man nach Brüssel einzahlt, sondern die Vorteile gehen ja viel weiter, etwa für die Wirtschaft, aber auch für jeden von uns persönlich. Also was ist es für einen Ungarn wert, dass er von Lissabon bis Warschau reisen kann, ohne den Pass vorzeigen zu müssen? Kann man schwer kapitalisieren. Ich finde, es ist aber eine ganze Menge wert. Und deshalb glaube ich, müssen wir über sozusagen den Wert der europäischen Integration umfassender reden. Und mein Eindruck ist, dass diejenigen, die gerne dazukommen wollen, das teilweise besser verstanden haben als manche, die drin sind. Das Zweite, was ich jetzt gerne noch sagen wollte, in Anknüpfung an das, was Herr Schöpflin gesagt hat. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, weil in der Tat mein Ungarnbild stammt jetzt nun nicht aus ungarischen Medien, weil ich kein Ungarisch kann. Ich bin auf diese westliche Lügenpresse angewiesen. Nichts anderes haben Sie ja gesagt. Und jetzt will ich aber nicht in diesen Disput, weil ich kann ja nachher nicht überprüfen, ob der Spiegel oder der Stern oder die Süddeutsche oder die FAZ das richtig berichtet hat, sondern ich will einen Punkt nehmen, da werden wir beide sehen, ja, der hat sich so abgespielt. Sie haben Rechtsstaat angesprochen und das ist eine zentrale Kategorie, die wir alle gemeinsam haben, praktisch die Eintrittskarte in die Europäische Union, neben Demokratie, der Rechtsstaat, die Achtung der Menschenrechte. Und zum Rechtsstaat gehört, dass im Streitfall die Gerichte das letzte Wort haben. Punkt. Auch wenn ein Land verurteilt wird, hat das Gericht das letzte Wort. Und der Europäische Gerichtshof hat Ungarn dazu verurteilt, die Flüchtlingsquoten zu erfüllen, die die Europäische Union beschlossen hat. Und Ungarn sagt, das tun wir aber trotzdem nicht. Und damit verstößt Ungarn gegen ein zentrales Prinzip Europäischer Union, der Rechtsstaatlichkeit, und zwar kollektiv als Staat. Und das ist ein dickes Problem. Herr Schöpflin, möchten Sie darauf direkt reagieren? Okay, thank you very much. I completely agree with the point about freedom of travel. I would extend it even further. I think the most southerly point of the European Union is, I think, Martinique in the Caribbean. Yeah. And at the opposite end, I suppose it's Rovaniemi in the north of Finland, or never mind. So I entirely agree, by the way, not just in terms of individual freedom of travel, but the goods. The fact that there is no customs check, and when Brexit happens, there will be terrible problems in both Calais and Folkestone. On capital, the role of capital. Now, there's no question in my mind that the entry of Western capital to Central Europe played a very important, in many ways positive role in modernising the existing plant. The difficulty is that the model of relying overwhelmingly on foreign investment is now largely exhausted. And secondly, as has been shown in the last 30 years really, it makes domestic capital accumulation very difficult. This is what the Hungarian government has done to buy back various items that were sold by its left-wing predecessors, and to build up local human capital and other forms of capital. One very worrying statistic is that in 2004, the table of GDP per capita per country, as far as the former communist countries were concerned, I call them the EU 11 for short. Slovenia and the Czech Republic were ahead of Portugal and Greece. All the other EU 15 countries were well ahead of the EU 11. Italy was roughly in the mean, as I recall it. In 2012, that had not changed. So the great dream of catching up, of overtaking, of pulling up, of getting to, let's say, hypothetically, a Swedish GDP per capita has not happened.
And part of that story is the functioning of the EU. I was talking to an Estonian friend of mine on Monday in Tallinn, and he said, of course it hasn't. And then he went back to centre-periphery theory. We talked a bit about Wallerstein, the idea that the centre will never allow the periphery or the semi-periphery to acquire the same level of power, investment, economic power that the centre itself has. And that has been reproduced in all sorts of, I think, unintentional ways by the functioning of the European Union. Finally, before I come to the refugee issue, I just want to point one thing out to you. The European Union has problems with a number of member states where it claims that the rule of law has question marks over it. Poland and Hungary are in the firing line. Strange to say, Malta and Romania, just to mention two, are somehow not on that list. Why? Well, they both happen to have centre-left governments. And Timmermans, the Vice President of the Commission, who is responsible for this area, basically says, I'm not moving against left-wing governments. I've heard him more or less say this in public, in a plenary debate. Now, at that point, you have a double standard. So it seems to me that Hungary and Poland have some right to be resentful. In terms of the refugees, I just want to say one thing. What Germany did, the Willkommenskultur, was never consulted with any other member state of the European Union. In that sense, it was imposed on the rest of the European Union. You will recall the pictures, I did see them in real time, outside the Eastern Railway Station in Budapest, the Keleti. It was profoundly shocking. It was profoundly shocking, not just for me, but I would have thought 90% of Hungarian opinion. It seemed understood, I'm using sociological terms, as a form of structural violence against which Hungarian opinion was helpless. So in a sense, what does it mean to have a Hungarian state which can't control who comes in, who comes out? In the Weberian sense, is this a state which actually controls its own territory? And the answer was no, it didn't. Hence the building of the fence. The fence, by the way, here again, Western journalists don't report this very accurately, is not to keep people out, it's to ensure that people go to the correct frontier crossing point where they can be registered. And I could talk to you here about Dublin regulations and Schengen obligations and so on. So I would say, as far as the refugees are concerned, there is a deeper point here, which is a point I made before and shocked international audiences. It's a matter of democratic choice, whether one wants to be multicultural or whether one does not want to be multicultural, and the Hungarian decision is no, Hungary does not want to be a multicultural country. Danke. Ruprecht, holen Sie dazu kurz bitte, weil... Ja, also Sie sind leider auf meine Frage gar nicht eingegangen. Wir können jetzt sozusagen anfangen, über Migration und Flüchtlinge zu reden, im Allgemeinen und im Besonderen, und da kann jeder von uns eine unterschiedliche Auffassung haben. Mir geht es darum, wenn man unterschiedliche Auffassungen hat und in einem Rechtsstaat entscheidet ein Gericht über diese Auffassung in einem bestimmten Punkt, dann ist es egal, was man vorher gemeint hat, dann muss man das Urteil akzeptieren. Und dazu haben Sie nichts gesagt. Warum Ungarn das Urteil nicht akzeptiert? Well, I think law and politics can never be separated entirely. My sense of it is that this issue, the compulsory quotas, will come up on the agenda of the EU Council. The Bulgarians are who hold the presidency at the moment, are most reluctant to do anything. It may come up during the Austrian presidency, but I do have figures. If compulsory quotas are imposed in Central Europe, there will be a major, I'm not sure what the right word is, hostile upsurge. It will certainly strengthen Euroscepticism. The Czech Prime Minister Andrej Babiš has said this expressis verbis. So it may be possible, it may be the case that Brussels will impose these compulsory quotas. I think it will be highly destructive if that happens. Vielen Dank. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Aber nur ganz kurz. Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen, wo es auch noch einen weiteren, ich glaube schon ziemlich fundamentalen Unterschied
was die Werte angeht, gibt, nämlich die Frage Multikulturalität und Diversität. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, wie Ihr Ministerpräsident das versteht. Orban hat wörtlich in einer Rede gesagt, we must state that we do not want to be diverse and do not want to be mixed. We do not want our own color, traditions and natural culture to be mixed with those of others. We do not want this. We do not want that at all. We do not want to be a diverse country. We want to be how we became 1,100 years ago here in the Carpathian Basin. Und this tribal understanding, dieses Stammesdenken, das ist in der Tat nicht vereinbar mit europäischen Grundwerten, Grundrechten und dem Verständnis von pluralistischen Gesellschaften, wie sie den europäischen Verträgen zugrunde liegt. Und über diesen Dissens müssen wir auch sprechen. Und die Ungarn müssen, finde ich, auch sich dieser Diskussion stellen. Und da müssen wir sehen, wie wir die Sprachprobleme überbrücken, damit wir darüber wirklich auch in einen Dialog eintreten können. Denn ich kann mich noch gut erinnern, als ich 1994 im Bundestag kam, da war praktisch jede Woche eine Delegation aus den Beitrittsländern in Bonn damals noch und hat gesagt, wann kommen wir endlich in die NATO, wann kommen wir endlich in die Europäische Union und wir teilen eure Werte und jetzt können wir so leben nach den Werten, nach denen ihr lebt und jetzt auf einmal erklären sie uns, das war alles April, wir wollten eigentlich so leben wie vor 1100 Jahren. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Herr Schöpflin, erlauben Sie mir, dass ich jetzt doch eine weitere Frage stelle und Sie können dann auch noch auf Ruprecht Polenz eingehen, weil ich würde schon gerne nochmal zu der Ursprungsfrage eben zurückkommen, diese Frage vom Regieren jenseits der Staatlichkeit und der Rückkehr des Staats, weil das ist ja genau das, was die ungarische Position jetzt ist. Sie haben es eben auch gesagt. Sie plädieren für eine starke Position der Mitgliedstaaten und es gibt offensichtlich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Europäische Union verfasst sein sollte. Und hier die unterschiedlichen Optionen. Das eine ist dies weiter so, also im Sinne einer noch stärkeren Vergemeinschaftung und dem Ruf nach den Vereinigten Staaten von Europa, wie der ehemalige Parlamentspräsident Martin Schulz es ja auch vor kurzem gemacht hat, oder umgekehrt. Und das ist ja die ungarische Position, der Ruf nach einer Rückkehr zum Europa der Nationalstaaten. Was konkret soll denn zurückgehen an die Nationalstaaten? Thank you very much. Well, first of all, I'd like to say we're not going to agree, but that's all right. As far as European values and diversity are concerned, which you said was in the treaty, let me read you Article 2 of the treaty. I have it on my telephone. The Union is founded on values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the member states in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between men and women prevail. No mention there of diversity or multiculturalism. I don't accept that multiculturalism is one of the founding values of Europe. And secondly, as far as Hungary is concerned, there is actually a Hungarian diversity, which I think insiders tend to see, but outsiders underrate. I think given the experience that Hungary, indeed the other former communist countries have had, in terms of their national identity, don't be surprised that they're looking for time and space in which to construct a nationhood that has within itself the potential, perhaps even actually the actuality, of being taken seriously, of getting the parity of esteem that the European Union was originally set up on the basis of. And here, by the way, something has changed. Historically, if you look at it, the role of the Commission was to protect the smaller states against the larger states. This is no longer done. The Commission no longer does this. It's a real danger, I think, for the European Union. Finally, questions of nationhood. Now, when I was younger, I did a lot of work on national identity, nation construction, ethnicity.
I don't see the problem as, I make the distinction between nationhood, the nation, nationalism, and then could take it further, chauvinism, and patriotism. You can use all these categories. Basically, what I want to argue is, and I have written this a long time ago, is that every nation is made up of a series of discourses about itself, discourses of self. Some of these are clearly to do with ethnicity, some of these are to do with citizenship, some of these are to do with the international context. There are boundary mechanisms, there's the whole symbolic package, mythic narratives and so on and so forth. Let me just give you one. One of the Hungarian mythic narratives is that we arrived in Europe 1100 years ago and we're all the descendants of our past. Well, I think I can safely say I don't have a drop of tyrannic blood in my veins. It doesn't stop me being any more Hungarian than anybody else. But these are the mythic narratives that everybody has. Go back to Shakespeare talking about this precious stone set in a silver sea, and so on and so forth, or the French talking about the hexagon. France really the shape of the hexagon. In colonial times, children in West Africa were taught our ancestors, the Gauls, nos ancêtres les Gaulois. Totally absurd. It was a mythic narrative, and every national entity has these. What emphasis it puts on them varies. If you then translate this into what Hungary is doing at the moment, I think we're trying to put together a Hungarian modernity and a Hungarian nationhood that is actually rather more successful than it has been for the last 100 years. Kurz noch zu der Frage, die ich eben gestellt habe. Ich möchte doch nochmal darauf zurückkommen. Wenn es jetzt die Forderung gibt, wieder nach einer Stärkung des Nationalstaats, ich rede jetzt gar nicht von Nationalismus, wenn es um die Stärkung des Nationalstaats geht, was genau soll denn dann zurückgehen in der EU? So I'm not sure what you mean by going back. Wenn betont wird, welche Funktionen sollen denn zurückgehen, welche Aufgabenbereiche genau? Wenn es darum geht, dass betont wird, der Ruf nach der Rückkehr zum Europa der Nationalstaaten, dann heißt es ja, wir gehen, wenn wir rückwärts gehen, wir gehen einen Schritt zurück. Was genau soll sich denn dahinter verbergen? Was ist denn genau die Forderung und die Vorstellung, die dahinter steht? There is a great deal in the European Union, and I've said I'm a moderate integrationist, that I would completely support environmental protection, for example, food safety, various very technical issues. Where it seems to me the divergence between the member states and the Commission is getting stronger is the Commission's commitment to a federal Europe, for which I don't think actually it has the legitimacy. Bear in mind, the Commission is very remote from the citizens. I've had regular discussions with certainly Commissioner Timmermans, but other commissioners as well. There is a growing accumulation of power in Brussels for which the European Union is not accountable. That includes the European Parliament. That is where I think the better accountability is at the level of the member states, which may or may not be national or nationalist, but the member state, I think, is in many respects a more successful locale for accountability of power. National parliamentarians are much closer to their voters than I am. I do my level best, and Hungary is it's much more difficult for my German colleagues. You know, there are 96 German MEPs, and each one represents, I think, about 1.5 million German citizens. I don't represent more than about 200,000, so I have an easier job. But the problem of remoteness of power is at the heart of one of the crises of the European Union. Here, I think it would be preferable, from the perspective of democratic accountability, to restore power to the member states. Ruprecht, Polenz, zum einen Ihr Kommentar zu der Funktion der Kommission
die, wie Schöpflin eben sagte, eigentlich auch die Funktion hat, die schwacheren Staaten zu schützen, und offensichtlich tut sie das nicht, also das ist ja ihre Position. Zum anderen wüsste ich von Ihnen, ich gehe davon aus, Sie sind ein dezidierter Befürworter einer weiteren Vergemeinschaftung in der Europäischen Union. Da würde mich interessieren, welche Bereiche wären es denn, die dann Ihrer Meinung nach weiter vergemeinschaftet werden sollten? Also ich fange mit der zweiten Frage an. Der Jurist sagt immer, das kommt darauf an. Und der Grundsatz, nach dem man sich das angucken muss, ist das Subsidiaritätsprinzip. Also wenn eine Aufgabe, also danach müssen Aufgaben auf der Ebene möglichst nah am Bürger erfüllt werden, so nah es geht. Und dann gibt es eben Aufgaben, die kann man nicht mehr in einer Stadt erfüllen, weil sie Stadtgrenzen überschreitet. Also man kann Autobahnen nicht durch kommunale Zweckverbünde bauen lassen. Und deshalb ist dann eben für den Straßenbau das Land oder der Bund zuständig. Und ähnlich ist es auch bei anderen Erwartungen der Bürger an den Staat. Innere und äußere Sicherheit hat Aspekte, die Nationalstaaten noch erfüllen können, aber hat eben zunehmend auch Aspekte, wo die Nationalstaaten an ihre Grenzen kommen. Deshalb finde ich es richtig, wenn jetzt überlegt wird, etwa im militärischen Bereich zu einer verstärkten militärischen Zusammenarbeit zu kommen, auch wenn wir natürlich von europäischer Armee, das werden wir alle nicht mehr erleben, noch weit entfernt sind. Aber ich würde das am Ende einer Entwicklung nicht ausschließen, wie überhaupt ja die europäischen Verträge, was ich ganz wichtig finde, offen angelegt sind. Es ist ein ganz wichtiger, für mich ganz wichtiger Halbsatz, es geht um eine ever closer Union bei diesen Prozessen. Und das gibt die Richtung vor. Und bei der Bildung zum Beispiel kann ich mir durchaus auch vorstellen, das haben wir ja auch, europäische Mitwirkung an Forschung, an Stipendien, an all diesen Dingen, aber es gibt keine Notwendigkeit, jetzt das sozusagen der Europäischen Union zu übertragen, sondern da haben wir die Länder, die das in Deutschland machen, in anderen Staaten, die nicht föderal organisiert sind, macht es der Zentralstaat. Beim Umweltschutz, da haben wir einen bestimmten Zuwachs auf die europäische Ebene bekommen, den man sich anschauen müsste. Also bei dieser Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie legt die Europäische Union Naturschutzgebiete auch fest. Da bin ich nicht so sicher, ob das nicht Nationalstaaten oder vielleicht sogar Länder mindestens genauso gut könnten, weil die das einfach auch besser kennen und näher dran sind. Also so muss man sich eben Beispiel für Beispiel anschauen, und da liegt, wenn man jetzt an Rückübertragung denkt, der Teufel ein bisschen im Detail. Aber wir haben ja mit der Subsidiaritätsklausel jetzt nach dem Lissabon-Vertrag auch für nationale Parlamente die Möglichkeit, solche Fragen zu stellen und zu überprüfen, ob das nicht besser auf nationaler Ebene geregelt wird. Ich finde, also gerade meine Zunft, die Juristen streiten ja immer, wird das ein Zentralstaat? Sie haben davon gesprochen, wir wollen kein Federal State, oder die Briten reden immer von einem Superstaat, den sie nicht wollten. Dann haben sich die Juristen in die Formel vom Staatenverbund geflüchtet. Also mir ist das sozusagen als Politiker erstmal relativ egal, wie man das nennt. Es geht darum, dass wir einen Prozess organisieren, einen Prozess zu einer ever closer Union, wo wir natürlich schauen müssen, dass wenn, und das ist eine schwierige Aufgabe, wenn Brüssel neue Aufgaben bekommt, müssen sie parlamentarisch kontrolliert sein. Und das heißt, man steht dann immer vor der Frage, übernimmt das Europäische Parlament die Kontrolle oder die nationalen Parlamente oder beide. Aber ohne einfach eine Kompetenzübertragung an die Brüsseler Bürokratie, das geht nicht. Also das ist die Aufgabe, vor der man sozusagen praktisch steht. Und zur Kommission, letzter Satz. Die Kommission ist nach dem Institutionengefüge der EU die Hüterin der Verträge. Ist das, was sozusagen der Inbegriff der Gemeinsamkeit im Unterschied zum Ministerrat, wo die Nationalstaaten vertreten sind, und zum Europäischen Parlament. Und da hat sich nun etwas eingewachsen, oder besser gesagt ausgewachsen, über die verschiedenen Beitrittsstufen, dass es quasi ein Naturgesetz geworden ist, jeder Staat hat seinen Kommissar.
mit verheerenden Folgen, wie ich finde. Weil zum einen damit diese Idee, wir haben eine gemeinsame Institution verloren geht, weil jeder hat ja seinen Kommissar und der ist natürlich vor allen Dingen für die nationalen Interessen da, oder man denkt das. Und es wird natürlich im Hinblick auf Erkennbarkeit europäischen Handelns auch wahnsinnig schwierig. Also es wäre ein unglaublicher Reformschritt zu sagen, wir haben, was weiß ich, 12 oder 14 Kommissare und das ist es. Und wenn man das kriegen will, müssten wahrscheinlich Deutschland und Frankreich mit einem guten Beispiel vorangehen und sagen, also auf die erste Benennung verzichten wir, damit wir da in die Pötte kommen. Aber das wäre ein wirklicher Reformschritt, Verkleinerung der Kommission und Bildung von klar erkennbaren Ressorts. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne auch für Fragen aus dem Publikum öffnen. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Wir sammeln und ich würde Sie bitten, wirklich ganz kurz zu sprechen und wir werden auch leider nur eine Fragerunde jetzt machen und dann gebe ich zurück, weil wir rechtzeitig prüfen müssen. Ich fange hier bei den Herrn Unser an. Ja, ich wollte nur Herrn Polenz kurz fragen, was die Kommission angeht. Die Zusammensetzung der Kommission ist ja im Europäischen Vertrag bereits geregelt. Und die Staaten haben uns mitgespielt, insbesondere die großen Staaten. Es ist eine Übergangslösung geschaffen worden, dass jeder europäische Staat mit einem Kommissar vertreten ist. Das ist im Vertrag, im gültigen Vertrag bereits geändert. Es wird noch nicht durchgesetzt. Unter anderem auch, weil Deutschland natürlich nicht bereit ist, auf den Kommissar zu verzichten. Die zweite grundsätzliche Frage: Ich bin also kein Osteuropa-Experte, aber ich bin ein bisschen Experte für Vereinte Nationen und Europäische Union. Die Vereinte Nationen sind mir in der ganzen Diskussion als Handlungsforum für die Globalisierung viel zu kurz gekommen. Das nur nebenbei. Aber die Diskussion über Europa zeigt mir, woran diese Diskussion auch hier leidet. Es ist nämlich die ausgeklammerte Finalitätsfrage. Und das ist ein Aspekt für die Bevölkerung, dass man der Bevölkerung nicht offen erklärt, diskutiert, wohin geht die Reise. Lange Zeit ist in der europäischen Diskussion, diese Frage völlig ausgeklammert worden und es war der damalige Außenminister Fischer in der bekannten Humboldt-Rede in Berlin, wo er gesagt hat, wir müssen uns endlich mal um die Finalität kümmern und wir müssen den Leuten sagen, wohin die Reise geht. Und wenn Herr Schulz 100% Mann sagt, die Vereinigten Staaten von Europa, so ist das also vielleicht seine persönliche Meinung, aber das ist nirgendwo durchsetzbar und das will letztlich auch niemand. Denn stellen Sie sich vor, ein europäischer Staat, wie würde die Regierungsform aussehen? Wer hätte das Sagen? Und gehen Sie mal nach Berlin, ob die Herrschaften bereit wären, sich also zu unterwerfen, wenn Herr Kurz aus Österreich bestimmte Dinge auf die Tagesordnung setzt und das dann runtergegeben wird, was im Kleinen. Das ist Entschuldigung. Aber gut, aber danke. Wir haben es. Gut, bitte, Herr Rode-Liebenau. Und tatsächlich muss ich leider bitten, stellen Sie kurze Fragen. Sofort wie möglich. Ja, eine Frage an beide Referenten. Ja, Herr Polenz, Sie hatten am Anfang den Begriff Integration von Karl Kaiser kommen ins Gespräch gebracht. Meine Frage, wie weit kann die Integration gehen und gibt es nicht Probleme wegen der Führung in Anführungsstrichen durch Deutschland? Ja, unsere liebe Bundeskanzlerin wird ja immer wieder mit ihrer Führungsrolle erwähnt. Ja, es gab ja vor 1945 Zeiten, in denen manche Menschen in Europa Zweifel an der Führung haben konnten. Und die spezielle Frage an Herrn Schöpflin: Sie lebten ja lange in einem kaiserlich-königlichen Österreich-Ungarn. Ist nicht die Erinnerung daran und die mangelnde Anerkennung der ungarischen Rolle vielleicht noch ein Grund dafür, dass Sie mit diesem komplexen Leben auch in einer ganz anderen Umgebung? Bitte nach hinten. Da waren zwei Wortmeldungen, auf jeden Fall kommen wir hinten zurück. Meine Frage wäre, kann die EU als Softpower überhaupt die Interessen wirklich in der Welt vertreten, wenn wir noch sozusagen die harten Fakten sehen, also die Hardpower?
Mhm. Also kann EU als Softpower gelten. Okay, bitte. Ich möchte gerne noch an die Diskussion anschließen über Föderalismus oder Integration. Ich glaube, es ist aus rechtlicher Perspektive tatsächlich eine interessante Debatte, in welchem Rahmen wir uns hier bewegen. Was sie, glaube ich, beide Konzepte verbindet, ist die Frage nach den zugrunde liegenden Loyalitäten. Und da habe ich eine Frage an Herrn Schöpflin, der sich als gemäßigten Integrationisten bezeichnet. Meiner Meinung nach ist die Europäische Union auch bei einer Stärkung der Nationalstaaten nur lebensfähig, wenn es in den einzelnen Staaten auch eine europäische Loyalität gibt. Das kann man mit Wertedebatten fassen oder auch mit Rechtsstaatlichkeit. Aber die ungarische Regierung widerstreitet auf diesem Prinzip, wenn sie sich in der Geschichtspolitik gegen die Deutschen wendet, wenn sie sich gegen ihre eigene jüdische Bevölkerung wendet, rhetorisch. Also die politische Kultur muss doch mit der Staatsstruktur übereinstimmen. Wir hatten hier vorne noch den Herrn und dann müssen wir leider ausschließen. Ich habe spezifisch eine Frage an Herrn Schöpflin. Er hat einen sehr interessanten Rat gegeben, don't believe the newspapers. Meint Herr Schöpflin, meinen Sie damit auch die ungarischen Zeitungen? Die ungarischen Zeitungen, die zu 90% in der Hand von zwei Oligarchen sind, die der Regierung nahestehen und die dann solche Schlagzeilen verbreiten. Wien ist an den Islam gefallen, Berlin ist auf dem Weg ins Mittelalter wegen den Migranten. Karitative Organisationen, die Essen und Arme verteilen, wollen den Plan von George Soros bereits im Sommer umsetzen, 1 Million Flüchtlinge nach Ungarn einzusiedeln und dergleichen. Und ein absoluter Lieblingsbericht aus dem staatlichen Fernsehen. Angela Merkels berühmte Raute, diese Geste ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie den Illuminaten angehört. Finden Sie, dass diese Medien, diese ungarischen Medien glaubwürdig sind oder sogar glaubwürdiger sind als westliche Medien? Gut, vielen Dank. Dann gebe ich jetzt zurück hier. Ich würde gerne auch noch eine Frage von meiner Seite drannehmen, weil Herr Schöpflin, Sie haben es eben schon gesagt, es gibt eigentlich wenig Identifizierung mit der Europäischen Union. Sie haben einen Artikel geschrieben über die Position der ostmitteleuropäischen Staaten in der EU, der demnächst in der Zeitschrift Osteuropa veröffentlicht werden wird. Das schon als kleine Vorankündigung. Und in diesem Artikel sprechen Sie darüber, Sie sagen, die EU ist eigentlich eine Demokratie ohne Demos. Wichtig ist natürlich an dieser Stelle, das ist auch eigentlich eine Frage an Sie beide, was muss denn die EU tun, um zu erreichen, dass es tatsächlich eine stärkere Identifikation aus der Bevölkerung herauskommt. Bitte wählen Sie jetzt selbst, welche Fragen Sie beantworten würden, Herr Schöpflin. Ich beginne mit Ihnen. Well, thank you for your question. I'll start with Mr. Dobosh. Yes, that's my answer. Don't believe it. Don't believe anything that you read in newspapers. Journalists these days are no longer committed to anything remotely resembling objectivity. Hence, read everything with a considerable degree of skepticism, in whatever language you choose to read. That would be my advice. You don't have to follow it. Treat what I say with skepticism too, which I know you do. Okay, now, on the problem of the demos. It was the then Portuguese Prime Minister, at the end of the Portuguese Presidency, I think in 2007, 2008, who said, democracy is Europe's DNA. I was so envious. I wish I'd thought of that. It's such a wonderful line. Unfortunately, there isn't a European demos. You probably know that Jean Monnet is supposed to have said, if he'd been able to start it again, he would have started with culture. The problem I see is that there is a very dilute, very weak, but still real European identity. It's an elite identity. It's probably more felt when one is in non-Europe. It's easier to talk to other Europeans than to, well, I certainly felt it in Japan, I can assure you. Neither here nor there. But what we don't have is any very strong sense of
the citizens of any of the 20, I'll call it 27 member states, I think we should take Brexit for granted, that they're simultaneously citizens of their state, the member state, and of the European Union. When the second Irish referendum was held, the Irish commentators started to talk about the disconnect, which basically means that it's terribly difficult for people to identify at the two levels of political loyalty. That's to say, I'm simultaneously an Irish citizen and a European citizen, when the latter is not something that you encounter every day. And secondly, as I talked about before, the problem of accountability. You will never, I mean, it's very rare for anybody to encounter a commissioner. It's not that easy, although one does one's best, to meet a member of the European Parliament. It's simply physically impossible to do it. Those who do their best, those who don't do their best, never mind. So I can't quite see how a demos in the political sense is about to come into being. Let me add here that in terms of cultural practices, from a sociological, anthropological point of view, we're much more alike now than we were 50 years ago. Our consumption habits, our cultural consumption, I'm sure you, I don't know all of you, but quite a lot of you I suspect, will look at astrological charts in the newspapers, the sport, the celeb culture. It's all a part of the way in which supermarkets are laid out. They're very alike. And then there is international English as a language of communication. That was not there 50, 60 years ago. In that sense, in terms of cultural practices, we're able to talk to each other in ways which are new. I can't see how, oh, and don't forget the Eurovision Song Contest. That's where Europe's dark secrets are unveiled, where the small states vote down the large states, almost without exception. What I can't see is how this is to be transformed or transferred into a political demos. It's a cultural demos. Now, there are a couple of other things that I wanted to raise. I didn't understand the question about kings and emperors of Hungary. There have never been emperors of Hungary. There have been Austrian emperors who were kings of Hungary, hence the Count Karl. I think that's what I wanted to say. On federalism or integration, well, this is a very complicated issue. What I would suggest is that you do look at Articles 4 and 5 of the treaty, which are about the conferral of power. The power which Brussels has actually been conferred on it by the member states. Well, how much consent there was to that confer at the popular level? Difficult question, I would say probably not very much. Can any of that be, and this is answer to your question, can it be clawed back? Theoretically it can. I think it would be very difficult to do it in practice. I didn't quite understand the question about the Jewish population in Hungary. It's the third or the fourth largest Jewish community in Europe. They're all Holocaust survivors, or the children or grandchildren of Holocaust survivors. And one of the reasons why the Hungarian government has taken this very strong line against becoming multiculturalist is to protect their Jewish community. If you recall, in 2015, when there was this large group of refugees around the Eastern Railway Station, the large synagogue, which is a sort of 20-minute walk from there, was very, very carefully policed to ensure that no harm should become to it. I think the present Hungarian government, I've certainly been present when these have been said, has already accepted full responsibility for what happened in 1944. It's been said by Orban himself. And I think that it understands that it has a historic responsibility towards protecting the Jewish community. I think that's probably all from me. Ich fange mal mit der Finalitätsfrage an. Was das Verfassungsgefüge zwischen Mitgliedstaaten und der EU angeht, glaube ich, wird es immer Bewegungen geben in die eine oder andere Richtung. Das gibt es auch innerhalb Deutschlands, wenn Sie die Diskussion ums Kooperationsverbot sich anschauen.
Also damit muss man, glaube ich, leben, dass auch eine Verfassung, auch eine europäische Verfassung sich anpasst, verändert wird und nicht in Stein gehauen ist. Und was die äußeren Grenzen angeht, haben die Kopenhagener Beitrittskriterien eigentlich klar gemacht, wie weit die Europäische Union maximal sich ausdehnen kann. Allerdings eben nur unter der Voraussetzung, dass die Länder Demokratien sind, rechtsstaatlich verfasst, Minderheitenschutz haben und eine Marktwirtschaft, die dem Wettbewerbsdruck in der EU standhält. So, das ist eigentlich das, was man zur Finalität sagen kann. Die Frage, wie ist das mit einer Führungsrolle Deutschlands? Ich glaube, da muss man natürlich, es wäre ein extra Vortrag, aktuell Folgendes mit einbeziehen. Wir haben das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg einen amerikanischen Präsidenten, der das europäische Einigungsprojekt nicht nur nicht unterstützt, sondern ihm eher skeptisch gegenübersteht. Das hat ziemlich starke Folgen auch für unsere Möglichkeiten, sozusagen eine Rolle in Europa zu spielen, weil, da dürfen wir uns nichts vormachen, für viele war die bisherige Rolle Deutschlands, die natürlich ziemlich stark ist in der Europäischen Union, nur, Klammer auf, Klammer zu, deshalb akzeptabel, weil man gesagt hat, die Amerikaner sind ja auch noch da und wenn die Deutschen wieder verrückt spielen, dann passen die schon auf. Jetzt sehr verkürzt gesagt. Und wenn diese Rolle der Amerikaner aus dem im Bewusstsein von einigen unserer Nachbarn wegfallen würde, hätten wir ganz schnell ein ziemliches Problem. Das Zweite, was ich gerne dazu sagen wollte, es gibt ein Konzept, kann ich jetzt Ihnen nur das Schlagwort nennen, wenn Sie es googeln, das heißt Servant Leadership. Das heißt also eine Führungsrolle übernehmen, die aber erkennbar in allem, was sie vorschlägt, was sie macht, eine dienende Rolle gegenüber denjenigen einnimmt, die folgen sollen. Das halte ich eigentlich für eine ziemlich plausible Idee für die Rolle, die Deutschland wahrnehmen muss auch, weil wir können uns nicht benehmen wie sozusagen eine etwas zu groß geratene Schweiz. Dann würden wir unserer Verantwortung auch innerhalb der Europäischen Union nicht gerecht. Was die Frage Soft Power, Hard Power angeht, ich glaube schon, dass nach wie vor die Attraktivität des europäischen Modells das Hauptpfund ist, mit dem wir wuchern können und sollten. Aber natürlich zeigen die Bemühungen jetzt im engeren Sinn im militärischen Bereich, dass sich die Europäische Union, siehe Mali, beispielsweise auch um das Unterlegen einer Politik gegen die Destabilisierung eines wichtigen afrikanischen Landes eben auch militärisch versucht zu unterlegen. Aber die Geschichte der Militäreinsätze nach 1990 ist ja nun nicht gerade eine so unbefragte Erfolgsgeschichte, dass man sagen würde, also das ist das Mittel der Wahl, sondern es ist allenfalls eben immer wieder Ultima Ratio. Aber realistischerweise muss man sagen, wir werden über Hard Power und wie viel wir brauchen und wie wir sie kriegen in den nächsten Jahren ziemlich sicher diskutieren. Ich will an der Stelle auch sagen, ich rechne damit, dass wenn die Unsicherheit über den amerikanischen sicherheitspolitischen Kurs, insbesondere in der Nuklearfrage, weiter zunimmt, dann werden wir einmal im pazifischen Raum bei den Japanern, bei den Südkoreanern die Überlegung sehen, ob sie dann für sich selber sorgen müssen. Und spätestens dann, wenn wir das in Europa auch diskutieren und dann die Frage haben, wie ist das mit den französischen und britischen Möglichkeiten und wie sind die sozusagen für ganz Europa nutzbar zu machen im Sinne einer glaubwürdigen nuklearen Abschreckung. Also da stehen uns auch was Hard Power angeht, spannende Diskussionen bevor. Und letzter Punkt, europäisches Bewusstsein. Wir haben heute ein Fußballpanel hier. Es gibt einen sportlichen Wettbewerb, wo ganz klar es um Europa gegen jemand anders geht. Das ist der Riders Cup beim Golf. Und das ist eine hochemotionale Angelegenheit, jedenfalls für alle, die Golf spielen. Und da ist eben nicht Spanien und nicht Großbritannien sozusagen der Gegner der USA, sondern Europa. Und das wird in Amerika so gesehen, auch in Europa. Also das ist ein Bereich. Sie haben den Song Contest genannt. Ich will noch ein paar andere nennen, um zu zeigen,
dass dieses Bewusstsein, ich gehöre zu etwas mit anderen zusammen und das endet nicht an der deutschen, an der ungarischen oder an der polnischen Grenze. Das ist natürlich der Euro. Es ist natürlich die Möglichkeit heute für junge Leute, ohne überhöhte Roaming-Gebühren sich in einem europäischen Raum zu bewegen, wie es das früher nicht gab. Und ich glaube, wenn wir ein europäisches Bewusstsein weiter fördern wollen, müssen wir viel stärker über solche Möglichkeiten nachdenken, die einfach die Unterschiedswirkung, ob ich auf der einen Seite oder der anderen Seite einer staatlichen Grenze lebe, im Hinblick auf mein persönliches Wohlbefinden, meine Bedürfnisse, abflacht. Und je mehr das der Fall ist, glaube ich, umso interessanter ist es, sich also auch eben als Europäer zu verstehen. Und wenn Sie an junge Leute, wenn Sie auf junge Leute zugehen, etwa in Polen, dann haben Sie ein starkes Kontrastprogramm etwa zu dem, was die PiS beispielsweise sagt. Und man sollte sich jetzt von außen geguckt nicht alleine darauf kaprizieren, was eine Regierung sagt, sondern man sollte sich wirklich auch die Zivilgesellschaften anschauen. Und was wir heute von den Universitäten in Ungarn, also der Europäischen Universität in Budapest gehört haben und über die wissenschaftliche Vernetzung, das sind alles Institutionen, die per se nicht in nationalstaatlichen Grenzen denken. Also es gibt wahrscheinlich keine ungarische Mathematik, ich lasse mich überraschen, aber ich glaube es eher nicht. Und von daher sind eben diese ganzen Mechanismen eigentlich dazu angetan, das als einen Fortschritt zu sehen, was ich jedenfalls zutiefst als Fortschritt sehe. Als ich 1969, 68 in Münster anfing zu studieren und man wollte in die Niederlande fahren, hatte man doch ziemlich massive Grenzkontrollen. Heute merken Sie gar nicht mehr, wenn Sie über die Grenze fahren. Vielen Dank. Ich denke, die Diskussion hat uns sehr gut gezeigt, dass es tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Positionen darüber gibt, wie es aktuell um die EU steht, aber auch wie es in der EU weitergeht. Schwierig wird es sicherlich auch darüber jetzt Prognosen zu stellen. Ich möchte auch über den Song Contest keine Prognosen hier abgeben. Ich bin aber ziemlich zuversichtlich, was die Weiterentwicklung der WGO im nächsten Jahr angeht und kann Ihnen schon jetzt mit großer Bestimmtheit sagen, dass wir uns am 14. und 15. März in Berlin wieder treffen werden, 2019. Und ich hoffe, dass Sie alle dabei sind. Damit kommen wir zum Ende einer hoffentlich für Sie alle auch so spannenden Tagung wie für uns. Und ich möchte nicht versäumen, mich zum Schluss noch einmal ganz herzlich zu bedanken. Ganz herzlichen Dank tatsächlich an die Dolmetscher. Und ich glaube, die haben unseren Applaus verdient. Und dann bedanke ich mich natürlich ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern bei der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropa-Studien. Ganz herzlichen Dank an Martin Schulze-West.